So, hallo und danke fürs Zuschauen bei einer weiteren Folge von den Werkstattgesprächen bei Toolsense. Wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir eine Partnerschaft bekannt geben dürfen mit der Firma Stölting. Und ich darf hier heute drei Vertreter von der Firma Stölting begrüßen. Danke fürs Mitmachen und ich würde Sie bitten, vielleicht sich und die Firma Stölting vorzustellen. Ja, mein Name ist Andreas Gutzmann, bin der zuständige Geschäftsführer für den Bereich West, vorrangig Nordrhein-Westfalen, betreue dort 7 Gesellschaften mit einem Jahresvolumen an Umsatz zurzeit von 65 Millionen und über 4.000 Mitarbeitern an Bord. Mein Name ist Alexander Grasshoff, Einkaufsleiter der Gesamtunternehmung Stölting Service Gruppe und tätig für alle zentralen Einkaufsprozesse der Unternehmung in Deutschland. Ja, hallo, Thorsten Eck ist mein Name. Ich verantworte für die Stölting Service Group den Norden von Deutschland. Komme persönlich aus Hamburg. Wir machen im Norden ca. 30 Millionen Euro Umsatz, also noch Potenzial nach oben. Was man auch so sieht, wer ist Stölting? Stölting Service Group, etwas über 120 Jahre alt, beschäftigt sich mit den Standbeinen Gebäudereinigung, Cleaning, Security und Personaldienstleistung. Stölting zeichnet sich in den letzten Jahren insbesondere dadurch aus, dass wir ein sehr dynamisches Wachstum hingelegt haben, durch Zukäufe, aber auch organisches Wachstum. So werden wir dieses Jahr voraussichtlich abschließen mit einem Umsatz von 400 Millionen Euro über alle 3 Sparten. Nach wie vor in Familienhand Moosbacher, somit also auch das enge Ohr am Gesellschafter oder der Gesellschafter das enge Ohr an der Gesellschaft, an der Firma. Also nicht die Anonymität eines Großkonzerns, sondern immer noch ein Familienunternehmen mit einer beachtlichen Größe. Ja, super, Wahnsinn. Ja, und wir freuen uns da ganz besonders, dass Sie Toolsense eben als Partner auch ausgewählt haben für das Gerätemanagement. Vielleicht bringt mich das zur ersten Frage. Jetzt gibt es ja auch in dem Bereich einige, sage ich mal, Systeme. Warum hat sich da jetzt die Firma Stölting genau für Toolsense entschieden? Ja, wir haben uns im Zusammenhang unserer Ausschreibung für Reinigungsmaschinen, die wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben, Gedanken dazu gemacht, wie wir zukünftig vor allem unsere Reinigungsmaschinen, aber auch alle weiteren elektronischen Geräte darüber hinaus verwalten können, um da für unsere operativen Gesellschaften eine ständige Einsicht und Auswertungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Und haben uns in dem Zusammenhang mehrere Softwareunternehmen angeschaut, geprüft und auch ausgewertet. Und sind zu dem Entschluss gekommen, mit der Firma Toolsense eine Partnerschaft zu starten, vor allem weil es herstellerunabhängig ist. Das ist für unsere operativen Anwendungstechniker leicht in der Umgang, um dann dementsprechend die Maschinen jederzeit verwalten zu können und auswerten zu können, um somit eine digitale Lösung da in die Wege zu leiten und zuversichtlich in das neue Jahr mit Firma Toolsense zu starten. Ja, super, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und vielleicht vor Toolsense, wie war die Situation oder so die Arbeitssituation im Gerätemanagement bei der Firma Stölting? Ja, Wie wurde da gearbeitet? Ja, das ist klassisch auf Excel-Basis bisher erfolgt. Wir haben über 40 Gesellschaften. Wie man sich vorstellen kann, hat jede Gesellschaft für sich selber eben alle Geräte erfasst. Fängt an von den Maschinen unterschiedlichster Lieferanten, von Leitern, von elektrischen Geräten, die jährlich überprüft werden müssen. Also alles mühsam in Excel und wir haben uns halt gewünscht, ein System zu bekommen, in dem wir herstellerunabhängig unsere kompletten Geräte erfassen können und dann eben auch zentral steuern können, sodass wir an die Prüfungsfristen erinnert werden. Das hilft uns weiter und das ist der ausschlaggebende Punkt, eben das Altsystem Excel, das mit Sicherheit bis heute geholfen hat, aber durch die Größenordnung der Stölting-Gruppe für die Zukunft eben auch ausgedient hat, das Ganze eben jetzt zu professionalisieren. Ja, das ist ja sehr spannend. Und was für Vorteile, wenn Sie da jetzt in die Zukunft auch blicken, was für Vorteile erhoffen Sie sich denn in der operativen, auch vielleicht aus der strategischen Perspektive und wie sehen Sie da auch ein bisschen die Reise in der Digitalisierung bei Stölting? Also das Thema Digitalisierung ist natürlich auch in der Stölting Service Group ein großes Thema. Die Frage ist immer, was definiert man als Digitalisierung? Hier würde ich sagen, das Thema Digitalisierung heißt hier eine zentrale elektronische Erfassung auf einer Plattform aller Maschinen, aller Geräte, aller Leitern etc. etc. Da ist ja der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt.
Und uns ermöglicht das in Zukunft einen auf Knopfdruck verfügbaren Überblick über unseren Maschinenpark, über Einsätze der Maschinen, über Prüffristen, Prüftermine etc., sodass wir nicht mehr die unzähligen Excel-Tabellen manuell addieren müssen und gucken müssen und überwachen müssen, sondern ein System haben, wo im Übrigen auch die Erfassung des Guts, des Items, was dort verwaltet wird, sehr einfach, sehr schnell ist. Wir haben ein System, was uns auf Knopfdruck eben zeigt, wie viele Maschinen haben wir eigentlich in Deutschland im Einsatz, in welchem Zustand sind die. Und somit, wenn man mal bei dem Thema Maschinen bleibt, auch vor jeder Investition oder Reparaturentscheidung wir gucken können, wie oft ist die Maschine gelaufen, wie viele Stunden hat sie gefahren, wie viele Stunden wurde sie geladen, muss ich jetzt schon wieder eine Batterie machen, weil die Batterie zu Tode geladen wurde, etc. Das haben wir vorher so nicht gehabt, jeder für sich, jeder mit Excel, aber hier auf Knopfdruck verfügbar und jederzeit ausführbar, und das sehen wir für einen extrem großen Vorteil. Und ich möchte mal wiederholen, was vorhin schon gesagt wurde, herstellerunabhängig. Okay, ist spannend, und also auch dieses Datengetriebene und dieses eine faktenbasierte Entscheidung, das ist auch, glaube ich, ein großes Thema. Absolut, absolut. Spannend. Ja, dann bedanke ich mich da jetzt schon mal fürs Mitmachen, und wir sind alle schon sehr gespannt und freuen uns sehr, sehr auf den Start nächstes Jahr gemeinsam.